Gaul hat alles, was er verstanden hat vom Leben, in seine Tierbilder hineingelegt. Tiere sind auch nur Menschen. Dieser Titel ist aus einer frechen Laune heraus entstanden. Er hat aber in sich eine gewisse Vernunft. Er verkehrt natürlich unsere Perspektive, aber das Umkehren unserer Perspektive ist ja eigentlich auch das Ansinnen in der Arbeit von August Gaul. Und letztendlich ist es eine Verkehrung unserer Vorstellung, dass der Mensch natürlich über dem Tier steht, dass man also die Perspektive genau umdreht und versucht wieder eine Gleichheit und Gerechtigkeit herzustellen. Er hat in Hanau studiert. Es hat sich dort sehr schnell eine Begabung herausgestellt und sein Lehrer dort in Hanau vermittelt ihn daraufhin nach Berlin. Dort wird er Meisterschüler und dort wird er auch seinen Durchbruch und seinen großen Erfolg erleben. Er war kaum in Berlin angekommen, da gewinnt er 1890 eine Dauerkarte für den Berliner Zoo. Jeden Morgen geht er dort in den Zoo und studiert das Verhalten der Tiere und zeichnet Tiere in ihrem Alltag. Er ist ein präziser Beobachter von Emotionen. Und er beobachtet Emotionen natürlich zunächst in seinen Mitmenschen, aber entdeckt dann die Emotionen, ähnliche, sehr verwandte Emotionen in den Tieren. Dieser Beobachtung geht er nach, vertieft sie enorm und findet dafür eine formale künstlerische Sprache, die auch heute noch sehr berührend ist. In dem Moment, wo er die Person eines Orang-Utans, der ja wirklich gelebt hat, nicht, der aus dem Leipziger Zoo stammt und für ein paar Monate auch zu Besuch in Berlin war, und da hat er ihn kennengelernt und auch in seiner seelischen Konstruktion verstanden. Und was macht er? Er schafft ein Porträt von diesem Menschenaffen, als wäre es ein römischer Kaiser. Und dadurch wird das Gegenüber personalisiert und auch historisiert. Das ist ein scharfer und klarer Schritt, den Gaul da geht. Seine Studienkollegen wie August Kraus stecken in der alten Tradition des Löwenbildes. Herrisch, bestial, immer bereit zum Angriff. Das bricht er vollständig. Im Löwen sucht er das Wesen. Ein Löwe, wenn man sich wirklich mal in der Wildnis mit dem Löwen beschäftigt, sitzt oder liegt 99% des Tages in der Gegend herum. Der Moment, wo er jagt oder angreift, ist ein Bruchteil seines eigentlichen Lebens. Und das versteht Gaul. Und daher überrascht es natürlich in keinster Weise, dass die Löwen von August Gaul ruhige Löwen sind. Liegende Löwen, ruhig stehende Löwen mit einer Mimik, die sich nicht bezieht auf den Kampf oder den Angriff, sondern eher ein nach innen gewandter Blick, der sich tatsächlich mit den Themen, nennen wir es mal so, den Themen eines Alltags auseinandersetzt. Viel zu selten wird die Geschichte des Tierbildes verhandelt, gezeigt. Und zusammen überspannt ein Zeitraum von 5000 Jahren. Und immer wieder spielt das Tier dann eben doch kulturell, religiös eine enorme Rolle. In Ägypten ist das Tier heilig. Auch der Gott kann Tierform annehmen. Die Griechen haben ein etwas zynisches, skeptisches Verhältnis zum Tier, nutzen es aber als Gleichnis. Das starke Tier steht für den starken Helden. In der europäischen Christenheit hat das Tier stark symbolischen Charakter. Das Lamm Gottes oder aber auch das Symboltier der Evangelisten. Später dann in der Neuzeit natürlich immer wieder die Rückbeziehung auf Griechenland seit der Renaissance, klar, aber dann eben auch aufgrund der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse eine neue, sehr korrekte Erforschung des seelischen Verhaltens des Tieres. 3 Jahre nach der Geburt von Gaul publiziert Charles Darwin eine epochemachende Schrift, in der er die Tatsache verhandelt, dass Mensch und Tier sehr verwandte emotionale, seelische Regungen besitzen. Die analysiert er und das legt er vor. Das wird in der Öffentlichkeit mit großem Interesse aufgenommen. Sein Lehrer, dem er ja in gewisser Weise verpflichtet ist, also Reinhold Begas, hat in seinem Entwurf
zum Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal einen heroischen Adler eingezeichnet, der tatsächlich seine Schwingen weit ausbreitet. Und Gaul traut sich, diesen Adler niederzulegen. Auch in der Gesamterscheinung des riesigen Monuments wird der Adler damit zu einer Skulptur, die sich ganz rausnimmt aus dem heroischen Gehabe. Wir sehen ihn in einer ganz charakteristischen Bewegungsform im Landeanflug auf das Nest, wo er dann sich um seinen Nachwuchs kümmern wird. August Gaul verweist nicht auf den bedrohlichen Charakter dieses Tieres, sondern auf die Verantwortung und Fürsorge. Wie auch Max Liebermann in der Grabrede auf Gaul gesagt hat, alles, was er zu sagen hatte, hat er in seine Bilder der Tiere hineingelegt. Das heißt, es kommt uns auch dieser ganze Mensch Gaul, der sehr viel beobachtet hat, der eine sehr hohe Empathie besitzt, auch gegenüber dem Tier natürlich. Es kommt uns dieser ganze Mensch wieder entgegen.